Thomas' kulinarische Entdeckungsreise, ein Tag außerhalb der Krankenhausmauern. An seinem freien Tag beschloss Thomas, die Gelegenheit zu nutzen, um etwas zu entspannen und die Stadt zu erkunden. Obwohl er sich immer auf seine Arbeit freute, war es auch eine Wohltat, sich von den anstrengenden Schichten im Krankenhaus zu erholen. Heute hatte er sich vorgenommen, endlich dieses vielgerühmte Restaurant in der Altstadt auszuprobieren, von dem alle schwärmten. Das Wetter war überraschend mild für einen Herbsttag, und die Sonne schien, als wolle sie jeden Winkel der Stadt aufhellen. Thomas schlenderte durch die belebten Straßen und genoss das Gefühl der Freiheit. Abseits der Alarme und Monitore der Intensivstation fühlte er sich wie in einer anderen Welt. Er passierte Buchhandlungen, deren Fenster von Romantik bis Wissenschaft alles zu bieten hatten. Cafés, in denen Menschen ihre Wochenenden mit Freunden und Familie verbrachten. Straßenmusiker, die die Luft mit Melodien erfüllten. Aber was ihm am meisten auffiel, war der Geruch von frisch gebackenem Brot und Gewürzen, der aus den Restaurants strömte. Endlich erreichte er das Restaurant, das in einer schmalen Gasse versteckt lag. Es war ein kleines, gemütliches Lokal mit rustikaler Einrichtung und einer warmen Atmosphäre. Thomas setzte sich an einen Tisch beim Fenster und studierte die Speisekarte. »Was empfehlen Sie?« fragte er die Kellnerin, die an seinen Tisch kam. »Unsere hausgemachte Pasta ist sehr beliebt, und der Fisch des Tages ist immer eine gute Wahl«, antwortete sie mit einem freundlichen Lächeln. Thomas entschied sich für die Pasta und ein Glas Rotwein. Während er auf sein Essen wartete, dachte er darüber nach, wie selten er die Zeit fand, einfach mal in Ruhe zu essen, ohne ständig auf die Uhr zu schauen oder an die nächste Aufgabe zu denken. Das Essen war hervorragend und Thomas genoss jeden Bissen. Für einen Moment fühlte er sich fast wie im Urlaub, weit entfernt von der hektischen Welt des Krankenhauses. Es war, als würde ihm dieses einfache Mal eine kurze, aber willkommene Auszeit von der Realität bieten. Nachdem er bezahlt hatte, beschloss Thomas, noch ein wenig durch die Altstadt zu bummeln. Er stolperte über einen kleinen Markt, auf dem lokale Bauern ihre Produkte verkauften. Die Farben der frischen Früchte und Gemüse, der Duft von Kräutern und Blumen, all das erinnerte ihn daran, wie wichtig es ist, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Es war ein erfüllender Tag, der ihn daran erinnerte, dass es ein Leben außerhalb der Krankenhausmauern gibt, ein Leben, das genauso reich und vielfältig ist. Thomas war dankbar für diese kleine Auszeit und wusste, dass er mit frischer Energie und einem klaren Kopf zurück in seine anspruchsvolle, aber lohnende Arbeit gehen würde. Nachdem Thomas den Markt verlassen hatte, fühlte er sich erfrischt und inspiriert. Die positiven Eindrücke des Tages füllten ihn mit einer Art von Zufriedenheit, die er schon lange nicht mehr gespürt hatte. Etwas in ihm sagte ihm, dass dieser Tag noch nicht zu Ende war. Er beschloss, noch einen Abstecher zum Park zu machen. Ein riesiger, wunderschön gestalteter Platz, wo Menschen joggen, Kinder spielen und ältere Leute die Zeit genießen konnten. Kaum hatte er die ersten Schritte im Park gemacht, als sein Handy vibrierte. Es war Lena, seine neue Kollegin aus dem Krankenhaus. »Hallo Thomas, ich hoffe, ich störe nicht. Ich habe einen freien Tag und frage mich, ob du vielleicht Lust hast, Kaffee zu trinken und ein bisschen zu quatschen. Ich bin noch neu in der Stadt und kenne kaum jemanden«, schrieb sie. Thomas freute sich über die Nachricht und antwortete sofort, dass er im Park sei und sie sich gerne dort treffen könnten. Als Lena ankam, strahlte sie vor Freude und sie begrüßten sich herzlich. Sie fanden ein gemütliches Café am Rande des Parks und bestellten 2 Latte Macchiatos. Der Gesprächsstoff ging ihnen nicht aus. Sie redeten über ihre Erfahrungen im Krankenhaus, aber auch über ihr Leben außerhalb der Arbeit. Lena zeigte sich besonders beeindruckt von Thomas' umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen. »Du scheinst ja echt schon viel gesehen und erlebt zu haben. Wie behältst du die Ruhe und den Überblick bei all dem Stress?«, fragte sie. Thomas lächelte. Man lernt, wie man Prioritäten setzt und Entscheidungen trifft, besonders in kritischen Situationen. Aber man darf auch nicht vergessen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, um auszuspannen und die Batterien wieder aufzuladen. »Wie heute zum Beispiel«, fügte Lena hinzu. »Genau«, antwortete Thomas. Die Sonne neigte sich langsam dem Horizont zu und die beiden verabschiedeten sich, mit dem Versprechen, sich bald wiederzusehen, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch in der Freizeit, um die Stadt gemeinsam zu erkunden. Auf dem Heimweg dachte Thomas über den Tag nach. Es war mehr als nur eine Auszeit, es war eine Erinnerung an das, was im Leben wirklich zählt:
die Verbindung zu anderen Menschen, die Freude an den kleinen Dingen und die Fähigkeit, sich selbst Raum zum Atmen zu geben. Mit einem Lächeln auf den Lippen betrat er seine Wohnung, setzte sich an seinen Schreibtisch und begann, einige Gedanken in sein Tagebuch zu schreiben. Er wusste, dass der morgige Tag wieder herausfordernd sein würde, aber heute hatte er etwas Wertvolles gelernt: die Kunst, im Hier und Jetzt zu leben, ohne den Blick für das große Ganze zu verlieren. Und so endete sein Tag reich an Erlebnissen und Einsichten, bereit für die Herausforderungen und Möglichkeiten, die das Leben als Krankenpfleger, aber auch als Mensch ihm bieten würde.